Wenn ein geliebter Mensch verschwindet, löst das immer Angst und Befürchtungen vor den schlimmsten Szenarien aus. Aber selbst die düstersten Vermutungen konnten die Angehörigen nicht auf die Wahrheit vorbereiten, die sich hinter dem Verschwinden von Shannon Madill verbarg. Ihr Ehemann Joshua schien der Inbegriff eines fürsorglichen Ehepartners zu sein. Er beteiligte sich aktiv an der Suche, unterstützte die Familie und bat alle, die Hoffnung nicht aufzugeben. Aber was, wenn all diese Fürsorge nur eine sorgfältig durchdachte Fassade war, hinter der sich ein Monster verbarg, das ganz in der Nähe stand? Kann man einem Menschen vertrauen, der sagt, dass er einen liebt, oder kann sich hinter seinen Worten immer eine Bedrohung verbergen? Der Novemberabend 2014 war ein Wendepunkt für die Familie Madill. Die junge Schauspielerin Shannon aus Alberta hatte endlich die lang ersehnte Rolle bekommen, genau die Chance, auf die sie seit vielen Jahren gewartet hatte. Sie hatte geplant, sich mit ihrem Bruder Brett im Theater zu treffen, um diesen wichtigen Moment mit ihm zu teilen. Aber ihr Platz blieb leer. Zunächst machte sich Brett keine großen Sorgen, da er annahm, dass seine Schwester bei den Proben aufgehalten worden war oder organisatorische Fragen klären musste. Aber als es langsam Abend wurde und Shannon immer noch nicht aufgetaucht war, begann seine Unruhe zu wachsen. Er rief immer wieder an, schickte Nachrichten, hinterließ Sprachnachrichten, aber keine davon wurde beantwortet. Später kehrte er mit schwerem Herzen nach Hause zurück und spürte, dass etwas nicht stimmte. Am Morgen verstärkte sich Bretts Unruhe. Er versuchte erneut, seine Schwester zu erreichen, aber ihr Telefon blieb stumm. Dann wandte er sich an seine Eltern in der Hoffnung, dass sie ihm helfen könnten. Aber auch sie konnten sich keinen Reim darauf machen, was los war. Seine Mutter versuchte, rationale Erklärungen zu finden. Vielleicht hatte sich Shannon wegen einer Änderung im Drehplan verspätet oder hatte eine Nachtschicht, denn ihre Schauspielkarriere war immer unvorhersehbar gewesen. Sie versuchte sich sogar mit dem Gedanken zu beruhigen, dass Shannon sich nach der Nachtschicht einfach ausgeschlafen hatte und die Anrufe nicht gehört hatte. Aber diese Erklärungen wirkten weit hergeholt. Shannon war immer eine verantwortungsbewusste Person gewesen und hatte sich bemüht, in Kontakt zu bleiben, besonders wenn ein wichtiger Moment in ihrer Karriere bevorstand. Sie hätte nicht alle Anrufe und Nachrichten ignoriert. Um ihre Besorgnis zu zerstreuen, hinterließ ihre Mutter ihr eine weitere Sprachnachricht, in der sie ihr versicherte, dass niemand wütend auf sie sei und dass sie nur wissen wollten, ob es ihr gut gehe. Leider blieb auch diese Nachricht unbeantwortet, und das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wurde immer stärker. Nach einer Weile kamen Familienmitglieder, darunter auch Shannons Ehemann Joshua, zur Polizeistation. Sie wussten, dass Shannon vorhatte, von Edmonton nach Calgary zu fahren, und konnten nur vermuten, dass unterwegs ein Unglück passiert war. Sie bestanden auf einer sofortigen Suche, aber die Polizeibeamten reagierten zurückhaltend und erklärten, dass ein Erwachsener das Recht habe, sich frei zu bewegen, wo er wolle, und nicht verpflichtet sei, seiner Familie Rechenschaft abzulegen. Trotzdem versuchten die Angehörigen weiterhin, die Polizei davon zu überzeugen, dass Shannons lange Abwesenheit seltsam und für sie völlig untypisch sei. Nach langem Zureden und emotionalen Gesprächen willigten die Polizeibeamten ein, Krankenhäuser zu überprüfen und eine Suchaktion einzuleiten. Allerdings blieb jede Überprüfung ergebnislos. In den Krankenhäusern war kein Unfall mit Shannon registriert worden. Die Tage verschmolzen zu einer endlosen Zeit des Wartens und der Angst. Die Angehörigen wussten nicht, wie sie mit der Ungewissheit umgehen sollten, die ihre Hoffnungen zu verschlingen schien. Während dieser ganzen Zeit hatte Shannon weder ihre Bankkarte benutzt noch Einkäufe getätigt, und ihr Auto wurde nirgendwo gefunden. Es war, als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Besonders beunruhigend war, dass Shannon nicht mehr in den sozialen Netzwerken aktiv war. Normalerweise führte sie einen Blog, teilte ihre Erfolge und Misserfolge, Neuigkeiten über Castings und Dreharbeiten. Aber jetzt, kein einziger Beitrag, kein einziges Update, nur beängstigende Stille. Das verstärkte nur die Angst und Unsicherheit, als würden auch ihre Angehörigen in diese Ungewissheit versinken, in der es unmöglich war, eine Antwort zu finden. Einige Tage nach Shannons Verschwinden teilte ihr Ehemann Joshua der Polizei plötzlich mit, dass er ihr Handy zu Hause gefunden habe, in der Tasche einer Hose, die im Schlafzimmer lag. Das war das erste Alarmsignal, das die Ermittler zu der Annahme veranlasste, dass die Sache viel komplizierter war, als es zunächst schien. Darüber hinaus behauptete Joshua, dass er Shannons Auto in der Nähe des Hauses geparkt gefunden habe. Alle Fundstücke wurden der Polizei übergeben, aber sie fanden keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen oder Spuren eines Kampfes.
Fast 2 Wochen lang waren die Familie und die Angehörigen in gespannter Erwartung auf Neuigkeiten, als den Ermittlern 2 seltsame Fotos in die Hände fielen. Auf den Bildern, die an Bäumen in einem Park in Calgary befestigt waren, war eine junge Frau mit roten Haaren zu sehen, die ihr Gesicht verbarg. Dies löste große Besorgnis aus. Die Ähnlichkeit mit Shannon war zu offensichtlich, um sie zu ignorieren. Die Angehörigen und die Polizei waren schockiert, da es den Anschein hatte, als würde jemand absichtlich mit ihnen spielen, möglicherweise der Entführer oder ein Verrückter, der sich über ihre Verzweiflung lustig machen wollte. Es wurde beschlossen, eine groß angelegte Suchaktion im Big Creek Park, einem der größten Naturschutzgebiete Kanadas, zu organisieren. An der Aktion beteiligten sich nicht nur Polizeibeamte, sondern auch Freiwillige, darunter Mitglieder von Shannons Familie, einschließlich ihres Ehemanns Joshua. Alle hofften noch auf ein Wunder und glaubten, dass sie lebend gefunden werden würde. Bei der Suche wurden ausgebildete Hunde und sogar ein Hubschrauber eingesetzt, um das Gebiet aus der Luft zu untersuchen. 2 Tage lang durchkämmten die Suchteams das Gebiet und suchten jeden Meter des Bodens ab, in der Hoffnung, auch nur den kleinsten Hinweis zu finden. Aber alle Bemühungen waren vergeblich. Bald stellte sich heraus, dass die Fotos, die als Beweismittel angesehen worden waren, nur Teil eines Kunstprojekts von Studenten einer örtlichen Hochschule waren. Als diese erkannten, dass ihre Arbeiten eine solche Reaktion ausgelöst hatten, wandten sie sich selbst an die Polizei, um die Situation zu erklären. Diese Entdeckung war ein schwerer Schlag für die Angehörigen und die Polizei, die endlich einen Ansatzpunkt gefunden zu haben schienen. Alles kehrte in einen Zustand der Ungewissheit und Verzweiflung zurück. In der Zwischenzeit hofften Shannons Mutter und Vater sowie ihr Ehemann weiterhin jeden Tag auf Neuigkeiten. Aber die Angst und der Schmerz ließen sie nicht los. Mit jedem Tag wuchs die Unruhe, und es tauchten immer mehr Fragen auf. Würde man Shannon lebend finden? Wenn ja, in welchem Zustand? Und was, wenn die Realität unerträglich sein würde und sie für immer verlieren würden? Obwohl die Entführungstheorie unwahrscheinlich schien, niemand hatte Kontakt zur Familie aufgenommen und Lösegeld gefordert, schlossen die Angehörigen diese Möglichkeit dennoch nicht aus. In ihrer Verzweiflung versuchten sie, zahlreiche Theorien aufzustellen, um wenigstens irgendeine Erklärung für ihr Verschwinden zu finden. Aber all das ähnelte eher dem Versuch, das Offensichtliche nicht wahrhaben zu wollen. Mit jedem Tag schwand die Hoffnung, dass Shannon lebend zurückkehren würde, zusehends. Später erzählte Joshua der Polizei von einem Detail, das zuvor niemandem bekannt war. Er erinnerte sich an einen Vorfall, der sich einige Monate vor Shannons Verschwinden ereignet hatte. Damals hatte sie ihn unter Tränen und in äußerster Verzweiflung angerufen und gesagt, dass sie aus dem Leben scheiden wolle. Dieser emotionale Zusammenbruch ereignete sich nach einem gescheiterten Casting, auf das sie große Hoffnungen gesetzt hatte. Joshua beschrieb, wie er es damals geschafft hatte, sie zu beruhigen und die Tragödie zu verhindern. Aber jetzt konnte er den Gedanken nicht loswerden, dass die alte Wunde wieder aufbrechen und zu etwas Unwiderruflichem führen könnte. Die Ermittler nahmen seine Geschichte ernst und begannen, die Gewässer in der Stadt und ihrer Umgebung zu überprüfen. Da es in der Gegend mehrere große Brücken gab, untersuchten Taucher und Suchteams jeden Fluss und jeden Teich in der Hoffnung, etwas zu finden. Aber alle Bemühungen waren vergeblich. Keine Spuren, keine Hinweise. Im Mai 2015 waren fast 6 Monate seit Shannons Verschwinden vergangen. Die Polizei hatte immer noch keinen einzigen Hinweis und keinen einzigen Zeugen gefunden, der Aufschluss über ihr Schicksal geben könnte. Die Ermittlungsbehörden begannen ernsthaft zu befürchten, dass die Schauspielerin ums Leben gekommen sein könnte, teilten dies jedoch der Familie nicht mit, um ihr nicht noch mehr Schmerz zuzufügen. In diesem kritischen Moment übernahm die erfahrene Ermittlerin Christine Witt die Untersuchung. Sie war bekannt für ihre Liebe zum Detail und ihre Fähigkeit, selbst die verworrensten Fälle zu lösen. In ihren Jahren bei der Mordkommission hatte sie Dutzende von Kriminellen hinter Gitter gebracht und war bereit, alles zu tun, um diesen Fall aufzuklären. Christine begann damit, Shannons Umfeld zu untersuchen, da sie wusste, dass oft diejenigen hinter einem Verschwinden stecken, die dem Opfer am nächsten standen. Der erste, mit dem sie sprechen wollte, war Joshua. Er schien immer offen und kooperativ zu sein. Er erlaubte die Durchsuchung seines Hauses, beantwortete alle Fragen ehrlich und war sogar anwesend, als die Familie sich zum ersten Mal an die Polizei wandte. Shannons Angehörige hielten Kontakt zu ihm und vertrauten ihm voll und ganz, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass er etwas damit zu tun haben könnte.
Doch trotz des uneingeschränkten Vertrauens ihrer Angehörigen bemerkte Christine einige Unstimmigkeiten in seinen Aussagen, die Verdacht erregten. Das bedeutete, dass die Ermittler vor einer großen Wende in dem Fall standen. Am 2. Juni 2015, nach 7 Monaten endloser Suche, kam Ermittlerin Christine Witt mit einem Polizeiteam zu Joshuas Haus. Diesmal hatten sie Durchsuchungsbefehle, um sein Mobiltelefon zu beschlagnahmen und Shannons Auto sicherzustellen. Dies war ein entscheidender Moment in den Ermittlungen, und Christine glaubte, dass sie endlich das Puzzle zusammenfügen könnte. Als sie jedoch an die Tür klopften, ließ Joshua sich Zeit mit dem Öffnen. Sie hörten seine gedämpfte Stimme, die sagte, dass er in 1 Minute herauskommen würde. Die Langsamkeit verstärkte nur die Unruhe. Christine wusste, dass jede Sekunde zählte und verspürte eine wachsende Anspannung, als würde Joshua versuchen, etwas zu verbergen oder Zeit zu gewinnen. Die Polizeibeamten bestanden darauf, dass er sofort die Tür öffnete, ohne auf seine Hose zu warten. Als er sie schließlich hereinließ, waren sie auf alles vorbereitet. Aber was dann geschah, war schockierend. Mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen sagte Joshua: „Ich habe Shannon getötet." Sein Gesicht drückte eine Mischung aus Entsetzen und Verzweiflung aus, als wäre das Geständnis der einzige Ausweg aus dem quälenden Labyrinth der Lügen. Um zu verstehen, wie Joshua in diesen Zustand geraten war, muss man einige Monate zurückgehen, als die Probleme in ihrer Ehe begannen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens waren Shannon und Joshua erst seit 7 Monaten verheiratet, aber ihre Beziehung befand sich bereits in einer schweren Krise. Nach ihrem Verschwinden stellte sich heraus, dass das Ehepaar in einer offenen Ehe lebte. Das war Joshuas Idee gewesen, und obwohl Shannon zugestimmt hatte, war ihre Zustimmung eher ein Kompromiss gewesen. Theoretisch erlaubten sie sich gegenseitig Beziehungen außerhalb der Ehe einzugehen, um ihre Freiheit und körperliche Nähe zu anderen Menschen zu bewahren. Für Shannon war dies jedoch eher ein Zugeständnis als ihre eigene Entscheidung. Im Laufe der Ermittlungen wurde klar, dass Joshua aktiv andere Frauen traf, was Shannon wusste. Sie traf sich sogar mit einigen seiner Partnerinnen und hatte laut Joshua nichts dagegen. Das änderte sich jedoch, als Shannon vorschlug, diese Beziehungen zu beenden und zu einer traditionellen Ehe zurückzukehren. Sie war es leid, dass ihr Mann Zeit mit anderen Frauen verbrachte, und stellte die Bedingung, dass dies aufhören müsse. Joshua stimmte zu, aber wie sich herausstellte, nur mit Worten. Nach einiger Zeit bemerkte Shannon, dass Joshua ein Passwort für sein Telefon eingerichtet hatte, was er zuvor nicht getan hatte. Das machte sie misstrauisch, und sie bat um Zugang zu dem Gerät. Joshua lehnte nicht ab, und dann stellte Shannon fest, dass er trotz ihrer Vereinbarung weiterhin Kontakt zu einer seiner Geliebten hatte. Darüber hinaus diskutierte er in der Korrespondenz Pläne für eine Scheidung und versicherte seiner Partnerin, dass sie bald zusammen sein könnten und dass sie Shannons Platz einnehmen würde. Für Shannon war das der letzte Strohhalm. Sie fühlte sich betrogen und begann, über ihre nächsten Schritte nachzudenken, um ein neues Leben zu beginnen. Sie beschloss, von Calgary nach Edmonton zu ziehen, und zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war dieser Prozess bereits in vollem Gange. Obwohl sie noch unter einem Dach lebten, waren ihre Zeitpläne so organisiert, dass sie sich kaum sahen. Shannon arbeitete nachts als Stand-up-Comedian, während Joshua einen Tagesrhythmus hatte. Die Atmosphäre im Haus war angespannt und kühl. Die Ermittler stellten fest, dass Shannons letzte Spur auf den 27. November 2014 zurückgeht. Von diesem Tag an gab es keine Transaktionen mehr von ihr. Sie benutzte ihr Telefon nicht mehr, und ihre Aktivitäten im Internet brachen ab. Das letzte Mal wurde ihr Handy am nächsten Morgen in einer der Seitenstraßen der Stadt geortet. Joshua gab an, das Handy zu Hause gefunden zu haben, was bei der Polizei sofort Verdacht erregte. Bei den Verhören behauptete Joshua weiterhin, dass er Shannons Handy und Auto zufällig gefunden habe, konnte aber nicht erklären, wie genau das passiert war. Seine Aussagen wurden immer unglaubwürdiger, und Ermittlerin Christine Witt konzentrierte sich auf ihn als Hauptverdächtigen. Die Polizei beantragte eine Durchsuchung und Beschlagnahmung von Joshuas Handy und Auto, aber um die Durchsuchungsbefehle zu erhalten, waren stichhaltigere Beweise erforderlich. Eine gerichtliche Entscheidung könnte der Schlüssel zur Weiterverfolgung des Falls sein. Nachdem sie die Durchsuchungsbefehle erhalten hatten, kehrten Christine und ihr Team zu Joshuas Haus zurück. Sie wussten, dass sie ihn überrascht hatten, und waren darauf vorbereitet, dass er versuchen würde, Beweise zu verstecken oder sogar zu fliehen. Aber als sie an die Tür kamen, lief alles anders als geplant.
Joshua öffnete die Tür mit tränenüberströmtem Gesicht und sagte leise: »Ich habe Shannon getötet.« Seine Stimme zitterte, und er konnte sich kaum beherrschen. Als die Ermittler eintraten, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Auf dem Boden lag ein Armeemesser und Joshua war voller Blut. Er hatte versucht, sich die Kehle aufzuschneiden, aber keine lebenswichtige Arterie getroffen. Die Ärzte brachten ihn sofort ins Krankenhaus und sein Leben war nicht in Gefahr. Nachdem Joshua sich erholt hatte, wurde er zu einer psychiatrischen Untersuchung geschickt, um festzustellen, ob er eine Gefahr für sich selbst und seine Umgebung darstellte. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt blieben Fragen offen. Was genau war in dieser schicksalhaften Nacht passiert? Und warum hatte Joshua sich zu diesem Zeitpunkt verzweifelten Schritt entschlossen? Stellen Sie sich einen Mann vor, der äußerlich alles tut, um seine vermisste Frau zu finden. Er arbeitet aktiv mit der Polizei zusammen, beteiligt sich an Suchaktionen und tröstet ihre Angehörigen. Aber was, wenn all diese Handlungen nichts anderes als eine Maske sind, die die düstere Wahrheit verbirgt? Das war die Geschichte von Joshua Burgess und seiner Frau Shannon Madill. Eine Geschichte, in der jede Geste und jedes Wort sorgfältig durchdacht waren, um die Spuren eines brutalen Verbrechens zu verwischen. Als Joshua im Verhörraum saß, war sein einziger Satz: »Wenn ich Shannon noch einmal sehen könnte, würde ich ihr sagen, wie sehr ich sie liebe.« Die Polizeibeamten gaben ihm eine Nacht Zeit zum Nachdenken, bevor sie das Verhör fortsetzten. In der Zwischenzeit begannen sie mit der Durchsuchung seines Hauses mit Hilfe von Spürhunden. Am Morgen kam es zu einer schrecklichen Entdeckung. Shannons Leiche wurde unter einer Schicht aus Müll und Erde im Garten gefunden. Die Exhumierung lieferte der Polizei genügend Beweise für eine Anklage, aber die Ermittler wollten die ganze Wahrheit von Joshua selbst hören. Um ein vollständiges Geständnis zu erreichen, wurde am zweiten Tag der Vernehmung ein Spezialist für psychologische Gesprächsführung hinzugezogen. Obwohl Joshua den Mord bereits gestanden hatte, konnten die Details seiner Aussage Licht auf die Ereignisse werfen, die zu der Tragödie geführt hatten, und Shannons Familie helfen zu erfahren, was in ihren letzten Stunden wirklich passiert war. Joshua erzählte, wie er an diesem unglückseligen Abend nach Hause kam und Shannon auf dem Sofa sah. Sie begann sofort, ihn des Betrugs zu beschuldigen und nannte ihn einen Verräter und Heuchler. Ihre Worte waren scharf, sie schrie, und er versuchte, sie zum Schweigen zu bringen, indem er ihr den Mund zuhielt. Shannon riss sich los, biss ihn und schrie weiter. Wütend packte Joshua sie am Hals und würgte sie, bis sie aufhörte zu atmen. Als Joshua realisierte, was passiert war, geriet er in Panik. Er versuchte, Shannon wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Die Angst davor, was passieren würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme, hielt ihn davon ab, den Notarzt zu rufen. Joshua gestand, dass er sein Verbrechen fast 8 Monate lang verheimlicht hatte, indem er die Leiche seiner Frau in der Nähe des Hauses versteckte. Zuerst versteckte er sie in einem Container und vergrub sie dann im Garten. Die Ermittler führten zweimal Durchsuchungen durch, achteten jedoch nicht auf die Container, die Joshua mit Müllsäcken abgedeckt hatte, damit niemand etwas Verdächtiges bemerkte. Er wählte den Ort im Garten, weil er nicht wollte, dass Shannon ihn auch nach ihrem Tod verließ. Als die Wahrheit ans Licht kam, war Shannons Familie schockiert. Die ganze Zeit über war Joshua in der Nähe, gab vor, bei der Suche zu helfen und täuschte alle gekonnt. 2 Jahre später begann der Prozess, der in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregte. Journalisten und Medien verfolgten die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam. Ursprünglich wurde Joshua wegen Mordes 2. Grades angeklagt und riskierte eine lebenslange Haftstrafe. Er bekannte sich schuldig und behauptete, dass er Shannon nicht töten wollte, sondern dass alles in einem Anfall von Wut geschehen sei. Die Anwälte bestanden auf dem Recht auf eine vorzeitige Haftentlassung nach 10 Jahren, was für Shannons Familie, die überzeugt war, dass es sich um einen vorsätzlichen Mord handelte, ein schwerer Schlag war. Die Vernehmungen halfen dabei, das vollständige Bild der Tragödie zu rekonstruieren. Am Tag von Shannons Verschwinden schlug Joshua ihr nach einem heftigen Streit vor, durch Intimität wieder Frieden zu schaffen, doch sie lehnte ab. Nach erfolglosen Versuchen, sie zu überzeugen, erklärte Shannon, dass sie ihre Ehe bereue. Diese Worte brachten Joshua außer sich, und er griff sie an und packte sie am Hals. Als seine Kräfte nachließen, benutzte er einen Gürtel, um das Begonnene zu vollenden. Als ihm klar wurde, dass er einen Mord begangen hatte, legte er die Leiche in einen Plastikbehälter und bewahrte sie dort bis zum Frühjahr auf. Als der Boden auftaute, vergrub er den Behälter mit der Leiche im Garten. Trotz der Kälte waren Shannons Überreste stark verwest,
Aber die Experten konnten feststellen, dass sie erwürgt worden war. Weitere Verletzungen am Körper wurden nicht gefunden, was mit den Aussagen von Joshua übereinstimmte. Trotz seines Geständnisses weigerte er sich jedoch, an den Gerichtsverhandlungen teilzunehmen, mit der Begründung, er könne Shannons Angehörigen nicht begegnen. Ihre Angehörigen sahen darin einen weiteren Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen. Schließlich fällte das Gericht das Urteil. Lebenslange Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 10 Jahren. Shannons Angehörige waren empört über diese Entscheidung und waren der Meinung, dass jemand, der ein so kaltblütiges Verbrechen begangen hatte, keine Chance auf Freiheit verdiente. Sie bestanden darauf, dass sein Verhalten, seine Lügen und seine Heuchelei zu der Tragödie geführt hätten und dass er bis zuletzt versucht habe, sich der Strafe zu entziehen. Vor kurzem hat Joshua einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt. Die Angehörigen der Verstorbenen wollen bei der Anhörung der Kommission anwesend sein, um die Richter und die Öffentlichkeit daran zu erinnern, welche Gefahr seine Freilassung darstellen könnte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.